Herr Schwietzke, unser heutiges Gespräch über die Bibliothek möchte ich gerne mit einem Foto beginnen. Können Sie beschreiben, was Sie auf diesem Bild sehen und was dieses Bild über die Geschichte der Bibliothek aussagt? Dieses Bild ist gemacht, um den damaligen Bibliotheksdirektor, Herrn Otto Steiner, in dem Katalograum der Bibliothek in der Berliner Straße 48, im Gebäude in der Berliner Straße 48 zu zeigen. Es zeigt also hier den alphabetischen Katalog. Neben dem Herrn Steiner ist ein Magazinangestellter abgebildet, Herr Höfer, der also einen Kasten mit Büchern trägt, die er vielleicht in das Max-Planck-Haus bringt, in der Berliner Straße, wo die Bibliothek damals ein Magazin und einen großen Teil ihrer Bücher untergebracht hatte. Das zeigt die Situation, wie sie eben bis 1996, bis zum Bezug des Neubaus hier im Neuenheimer Feld, für die Bibliothek bestanden hat und für die Bibliotheksbenutzer natürlich auch. Und welcher Raum ist das? Welche Bedeutung hat der Raum, der dort abgebildet worden ist? Der Raum ist eigentlich der zentrale Raum für die Bibliothek, weil es der Raum mit den Katalogen ist, mit den Katalogen, mit den Katalogkarten damals. Katalogen, das heißt mit dem systematischen Katalog und dem alphabetischen Katalog, an dem die Bibliothekarinnen und Bibliothekare gearbeitet haben, der also auf dem Laufenden gehalten wurde. Und natürlich auch der zentrale Raum der Bibliothek für die Bibliotheksbenutzer, also für die Mitarbeiter des Instituts, die dort sich informieren mussten über den Bestand der Bibliothek, über die Notationen der Bücher, die sie suchten. Also das ist ein sozusagen wichtiger und oft also von mehreren Leuten gleichzeitig benutzter Raum, wo man auch, sagen wir mal, einerseits aufeinander Rücksicht nehmen musste, aber auch andererseits miteinander ins Gespräch gekommen ist. Es war aber so, dass zum Beispiel für Benutzer und also Mitarbeiter des Instituts und Gäste der Katalograum erst geöffnet war ab 10 Uhr, weil vorher die Bibliothekare dort arbeiten mussten und an allen Kästen möglicherweise neue Karten einlegen. Also es war der zentrale Raum der Bibliothek. Genau, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ist sehr wichtig, wenn man das alte Gebäude kennt. Man kommt hinein und der größte Raum, ich denke, das war einer der größten Räume des alten Gebäudes in der Berliner Straße, war dieser Katalograum, oder? Das kann man so sehen. Also wenn man zur Tür des Instituts hineinkam, also dann war im Erdgeschoss, im gesamten Erdgeschoss die Bibliothek untergebracht. Und also linker Hand ging man dann zu dem Katalograum. Wenn man durch den Katalograum durchging, dann kam man in das Magazin, den sogenannten Turm, der aber also schon lange nur ein Teil der Bücher aufnehmen konnte, die in der Bibliothek waren. Ich glaube, für die historische Bedeutung des Raums ist, glaube ich, nochmal festzuhalten, dass es ja eben bei diesem systematischen und alphabetischen Katalog darum ging, das sind ja große Schrankwände gewesen mit Regalen, die einen sehr, sehr großen Raum gefüllt haben und ja eigentlich die Bibliothek überhaupt erst zugänglich gemacht haben. Also das, was heute ein OPAC ist, war damals eben in einem sehr großen Raum in sehr vielen Kästen als auf Papierform zugänglich So kann man sagen. Ja. Jedenfalls, wenn man sich über den Bestand der Bibliothek informieren wollte, musste man im Katalog nachgucken. Und der Katalog oder die Kataloge, der alphabetische und systematische, standen eben im Katalogsaal. Es gab übrigens noch 2 andere Kataloge, also in dieser Zeit von Herrn Steiner jedenfalls und auch danach. Ein Katalog für die Aufsätze, die sogenannte Aufsatzkartei,
in die auch pro Jahr etwa 10.000 Aufsatztitel eingetragen wurde, und eine Kartei völkerrechtlicher Verträge, die auch von einer Bibliotheksangestellten geführt wurde. Die waren nicht im Katalogsaal, weil im Katalogsaal kein Platz für sie war. Die Bibliothek, über die wir heute sprechen, ist ja eine ganz besondere Bibliothek, wenn man so möchte. Die zählt zu den größten juristischen Bibliotheken der Welt. Sie ist eine Spezialbibliothek für Europarecht, ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Und in Europa ist sie, glaube ich, die größte Spezialbibliothek. In der Welt ist sie die zweitgrößte. Die Library of Congress ist, glaube ich, größer, wenn ich das richtig weiß. Ja, bei der sozusagen Einschätzung der Bibliotheken nach Größe, sagen wir mal, muss man also vorsichtig sein. Wir sind also eine sehr große Bibliothek, heute mit über 700.000 Bänden. Für die Gebiete, die Sie genannt haben, also Völkerrecht, öffentliches Recht der verschiedenen Sprachen und auch, sagen wir mal, Rechtsphilosophie oder allgemeine Staatslehre. Und in diesem Bereich gibt es gar nicht so viele andere Bibliotheken. Sagen wir mal, es gibt in Den Haag zum Beispiel eine Bibliothek für Völkerrecht. Es gibt in der Schweiz ein Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung mit einer Bibliothek, hauptsächlich für die Rechtsvergleichung, dem Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne zugeordnet. Die Library of Congress hat eine Law Library of Congress auch, aber natürlich diese Law Library umfasst auch zusätzliche Gebiete wie also Arbeitsrecht oder Zivilrecht oder so, was in unserer Bibliothek nicht gesammelt wird. Wir sehen uns schon, also was die Materialien hier angeht, so im Vergleich mit großen Universitätsbibliotheken, auch in den Vereinigten Staaten. Man kann aber festhalten, diese Bibliothek ist schon immens. Sie haben gesagt, mehr als 720.000 Bände umfasst sie heutzutage. Ja. Wenn man sich das nochmal vorstellen möchte, diese Bibliothek ist ja eine Magazinbibliothek auf 2 Geschossen mit einer Stellfläche von einem Fußballfeld, Größe ungefähr, und 43 Regalkilometer Bücher, was einer Strecke von Heidelberg nach Karlsruhe entspricht. Also schon beachtliche Menge, würde ich sagen. Natürlich. Also ich meine, es ist eine Institutsbibliothek. Also sie versteht sich trotz ihrer Größe als Institutsbibliothek und die Bände sind systematisch aufgestellt. Also der Benutzer kann an die Regale gehen mit Büchern zu einem bestimmten Thema, Büchern aus einem bestimmten Land, Bücher zu einem Thema aus diesem Land, also einem verfassungsrechtlichen Thema, die Gleichheit von Mann und Frau oder die Befugnisse des Parlaments. Also diese Buchbücher, diese Buchgruppen kann der Benutzer aufsuchen und das unterscheidet unsere Bibliothek, also von zum Beispiel der Library of Congress, die jedenfalls jedenfalls für jeden Gast der Law Library of Congress zugänglich ist. Ne? Das schätzen auch Gäste von auswärts, die hierher kommen und plötzlich also nicht nur den Katalog sehen, den sie heute also elektronisch sehen können also aus dem Ausland, sondern eben dann die Bücher vor sich sehen und plötzlich einen Eindruck haben, was da eigentlich drinsteht. Also ob sie ihnen nützlich oder eben auch überflüssig sind für sie. Sie selbst feiern ja in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Welches wäre das? Ja, ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, aber... Vielleicht haben Sie eine Vermutung? Ja, ich sehe dem sozusagen entgegen. Sie spielen wahrscheinlich darauf an, dass ich hier 50 Jahre im Institut arbeiten würde. Aber im Vertrauen gesagt, also für mich ist diese Zeit gar nicht so lang, wie Sie sich das vorstellen. So viel haben Sie gar nicht gearbeitet, mit anderen Worten. Dazu will ich jetzt nichts sagen. Also
ich könnte vielleicht Ihre positive Vorstellung da untergraben. Aber jedenfalls halten wir fest, Sie sind seit 50 Jahren, 1975 sind Sie in dieses Institut gekommen. Was fasziniert Sie so sehr an dieser Bibliothek, dass Sie so lange hier sind? Also ich habe hier gerne gearbeitet. Ich halte die Arbeit für sehr interessant, auch für einen Juristen. Man hat einen großen Überblick, man arbeitet in vielen Sprachen, was mir gefällt. Natürlich auch dann mit vielen Ländern. Und man ist zusammen, also mit vielen interessanten und angenehmen Mitarbeitern hier im Institut und auch mit vielen interessanten Gästen des Instituts. Also das sehe ich doch als ein Vorrecht an, dass ich hier also die Zeit verbringen durfte. Ihr Weg ins Bibliothekwesen war ja nicht vorgezeichnet. Wie kam es dazu? Sie sind ja kein ausgebildeter Bibliothekar, Sie sind Jurist. Wie kamen Sie ins Bibliothekswesen? Ich habe tatsächlich Jura studiert und habe also die beiden juristischen Staatsexamen abgelegt. Ich habe auch, bevor ich bei den Bibliothekaren gearbeitet habe, hatte ich eine Stelle als Jurist für eine kurze Zeit, also bei der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, also ein anderes Thema. Ich hatte mich aber beworben, dazu mal bei der Staatsbibliothek in Berlin um eine Stelle. Da war ein Schwerpunkt ausländisches Recht eingerichtet worden und da wurde ich akzeptiert. Das war also diese Bewerbung oder dieser Eintritt in der Staatsbibliothek war 1972. Das war eine Zeit, in der die Rechtsvergleichung also interessant wurde, gefördert wurde in Deutschland und in der auch die Staatsbibliothek sich also für Rechtswissenschaft besonders interessiert hat. Sie kriegte das Sondersammelgebiet Rechtswissenschaft damals. Damals wurde die Staatsbibliothek nach Berlin zurückgeführt. Vorher saß sie ja als Westdeutsche Bibliothek in Marburg. Und also da wurde sie aufgebaut und dann ist sie gewachsen und da bin ich dann dort angekommen in der Bibliothek. Und da hat es mir eigentlich auch gut gefallen. Was hat Sie dann bewogen, doch nach Heidelberg zu gehen? Mehr ein reiner Zufall. Ich habe eine Anzeige gelesen, jedenfalls dieses Instituts, wo man einen Bibliotheksdirektor suchte. Und da habe ich mich beworben. Also die Bewerbung war so kurz vor Weihnachten, die Bewerbungsfrist war Ende des Jahres. Also ich habe mich im letzten Moment sozusagen beworben. Und als ich mich hier vorstelle, hat man mir das auch gesagt, dass ich mich überraschenderweise sozusagen noch beworben hätte. Aber ich wurde dann trotzdem hier akzeptiert. Wie sah dann so Ihr Karriereweg innerhalb dieser Bibliothek aus? Ja, eine Karriere, das ist sozusagen eben eine Laufbahn in einer Ebene. Ich wurde eingestellt als Mitarbeiter des Bibliotheksdirektors und wurde als Herrn Steiner und wurde dann sein Nachfolger nach 5 Jahren. Diese Zeit hat man damals für richtig gehalten, dass ich mich einarbeiten konnte, also in die Tätigkeit hier. Und die hat man also sozusagen für mich für richtig gehalten. Die hätte man auch für einen ausgebildeten Bibliothekar für richtig gehalten. Die bibliothekarische Ausbildung hat da wohl keine Rolle gespielt. Und das ist ja schon ungewöhnlich in gewisser Weise, oder? Wie haben Sie sich dieses Wissen dann beigebracht, als ausgebildeter Jurist ins Bibliothekswesen einzusteigen? Also im höheren Bibliotheksdienst sollten eigentlich auch Juristen sitzen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass man eben doch auch das Recht, also das Völkerrecht, das öffentliche Recht
und dann auch nach einer Weile eben die Autoren, ihre Themen, ihre Universitäten, wo sie sind, etwas einschätzen kann. Und das lernt man nicht auf der Bibliotheksschule. Es ist ja so, ich meine, das betrifft vielleicht die Stellung der Bibliothek gegenüber dem Institut, aber die Bibliothek dient ja dem Institut. Und also diesen Aspekt muss man immer im Auge haben, dass man eben also den Nutzen der Bibliothek für das Institut erhält, nach seinen eigenen bibliothekarischen Vorstellungen auch. Und bibliothekarisch auch in dem Sinne, dass man einen Überblick hat über die Materialien jedenfalls, die kommen. Und das manchmal auch, sagen wir mal, gegen die Ansichten einzelner Wissenschaftler tut. Das heißt, Sie sind auch immer ein Generalist in dem Sinne gewesen, der dieses ganze Forschungsfeld überblicken musste. So meine ich. Ja. Also überblicken ist vielleicht stark gesagt, aber ich musste das auch im Blick haben, also schon eben überblicken. Also es war doch die Strategie, dem Völkerrecht zu dienen und dem öffentlichen Recht natürlich auch. Und alle Staaten und kleine Staaten können in das Völkerrecht also verwickelt sein. Ja, also damals ging es um die Seegrenzen von Chile. Kleinere Staaten in Nordafrika oder im Vorderen Orient sind vielleicht von völkerrechtlichem Interesse. Und die muss man auch im Blick haben. Wir haben immer, also auch schon vor mir, Bücher aus allen Teilen der Erde gesammelt, in allen Sprachen, zu den Themen, die hier von Interesse sind. Also wir haben uns bemüht, das zu tun. Natürlich gibt es bei den eigenen Sprachkenntnissen Grenzen, aber man kann dann eventuell auf andere Leute zurückgreifen. Wenn man sich die Grundkonzeption dieses Instituts anguckt, hat die Bibliothek ja von Anfang an, also schon 1924 an, eigentlich eine zentrale Rolle oder dann in den folgenden Jahren auf die Gründung folgend. 6 Aufgaben wurden 1924 von Viktor Bruns für dieses Institut definiert und dann von Hermann Mosler aufgegriffen, weiterentwickelt. Zu diesen Aufgaben des Instituts zählte unter anderem die Beobachtung und Entwicklung der Systematik des allgemeinen Völkerrechts und des Rechts der internationalen, dann später europäischen Organisationen, die Heranbildung von Nachwuchs in Wissenschaft und Praxis, die Beratung von Behörden und Ministerien und die Veröffentlichung einer Zeitschrift und von Monographien, aber eben auch, und da zitiere ich jetzt Hermann Mosler in Rückgriff auf Viktor Bruns, die möglichst umfassende Sammlung und Aufbereitung des literarischen und dokumentarischen Material des Völkerrechts, des Rechts der internationalen Organisationen und des Staats- und Verwaltungsrechts des Auslandes. Welche Konzeption der Bibliothek scheint in diesem Konzept vor, quasi? Naja, das zeigt die Ausrichtung der Bibliothek. Ich meine, Viktor Bruns hat, glaube ich, das Institut so verstanden, dass er aufgrund amtlicher Quellen die Völkerrechtspraxis von Staaten oder einzelner Staaten verfolgen würde. Also amtliche Quellen und Praxis. Und die amtlichen Quellen sind jedenfalls sozusagen Gegenstand der Sammlung der Bibliothek. Ja, darin zeigt sich die Praxis des Völkerrechts. Die haben Sie ja auch dabei, wenn ich das richtig sehe. Naja, nicht richtig. Ja. Sagen wir mal, das Institut hatte eine Veröffentlichung der Verträge. Ja. Also es gab eine Vertragssammlung, die herausgegeben wurde von Triepe. Ja. Und das war also ein Ausdruck sagen wir, völkerrechtlicher Quellen. Und das Institut hat also vor dem Kriege auch und auch danach zum Beispiel in den Fontes völkerrechtliche Quellen dokumentiert. Und es hat es nur gemacht mit Materialien der Bibliothek. Ja. Also insofern war die Bibliothek für das Institut schon wichtig.
Also unabdingbar wichtig. In diese Quellen zählt ja aber auch doch etwas, was Sie jetzt dabei gebracht haben, also jetzt vielleicht nicht in diese Vertragsquellen, aber zu den Büchern, die Sie heute mitgebracht haben, was würde in diese Sammlungskonzeption passen? Wie würde sich das da abdecken? Naja, also wenn ich bei dem ersten Band anfange, der ist zwar unter Kirchenrecht katalogisiert und es scheint nicht zum Völkerrecht zu gehören, aber er enthält die Verträge, die Konkordate der Kirche, katholischen Kirche mit Staaten. Das ist also das sind Dokumente, vertragliche Dokumente. Diese anderen beistehenden Bände sind einerseits UN-Dokumente und das andere ist ein Band vom Amtsblatt der EU bzw. der EG auf Griechisch. Und das zeigt, dass wir nicht nur Verlagspublikationen oder sagen wir mal staatliche Materialien gesammelt haben, sondern zum Beispiel auch eben Publikationen internationaler Organisationen, wie der Vereinten Nationen, wie das auch heute noch geschieht, oder der Organisation amerikanischer Staaten, anderer internationaler Organisationen, des Völkerbundes. So, also der Völkerbund liegt früher, also vor dem Kriege. Wie groß würden Sie denn den Anteil an Literatur, an Forschungsliteratur und an diesen Dokumentensammlungen in der Bibliothek beziffern? Wie verhält sich das? Also das ist etwas schwierig. Ja. Aber sagen wir mal, ein wesentliches Sammelgebiet der Bibliothek sind eigentlich Fortsetzungen. Also das sind Gesetzsammlungen, Entscheidungssammlungen, Zeitschriften, Parlamentarier der verschiedenen Staaten. Und die nehmen einen großen Teil der Materialien im Vergleich auch zu den vielen Monographien, die wir haben. Aber schon könnte man sagen, 20-30% sind solche Fortsetzungen. 20-30% der Bände. Aber der Schwerpunkt der Bibliothek liegt dann aber doch auf den Monographien. Ja, natürlich. Also das andere sozusagen wird in den Monographien zitiert. Also man kann eigentlich dann nicht ohne diese Grundlagen auskommen. Wenn man sich jetzt die Gründungszeit des Instituts anguckt, Sie haben ja vorhin gesagt, die Bibliothek dient dem Institut. Und ich glaube, dieses Institut ist ohne diese Bibliothek nicht zu denken. Sie ist ja quasi ich will nicht sagen, kann man sagen, Herz des Instituts in gewisser Weise oder Teil des Gehirns des Instituts, also ein Wissensspeicher, um den sich herum dieses Institut ja gruppieren kann oder gruppiert. Und ohne diese Bibliothek gäbe es dieses Institut in der Form, glaube ich, kaum. Wenn man sich jetzt diese Gründungszeit anguckt, 1924, das Institut ist ja eine Folge des Ersten Weltkrieges. Es gab eine auch politische Erwartungshaltung an diese Institution, Völkerrechtsforschung zu betreiben, in dem Sinne, dass man deutsche Standpunkte gegen den Versailler Vertrag artikulieren konnte, dass man Personal ausbildete für Behörden, dass man Schiedsrichter, Richter für internationale Verfahren zur Verfügung stellt. Wenn man sich aber diese Gründungssituation nun vor Augen führt, ein Institut wird ins Leben gerufen und nun muss eine Bibliothek her, in einer Zeit, die ja auch wirklich keine leichte war. Und da kommt jetzt Kurt Blass, darauf komme ich jetzt auf Kurt Blass zu sprechen, den ersten Bibliotheksdirektor seiner Zeit. Wie muss man sich die Aufgabe von Kurt Blass vorstellen, eine bedeutsame Bibliothek für ein bedeutsames Institut quasi aus dem Nichts heraus aufzubauen? Ja, also vorneweg will ich sagen, Kurt Blass hat bestimmt auch viele Leute haben mit Kurt Blass zusammengearbeitet. Kurt Blass war, ich glaube, mit Bruhns verbunden und jedenfalls schon auch hatte also das Verständnis übernommen, dass man eben
amtliche Materialien auch sammeln muss. Dass man die Bibliothek als Ganzes, dass man das Völkerrecht als Ganzes betrachten muss und hier eben dokumentieren. Also er hatte nach meiner Meinung diesen Blick auf das Ganze, den strategischen Blick, wie funktioniert das Institut, was braucht das Institut. Nicht ist jenes Land wichtiger oder jenes Thema wichtiger als das andere. Diese Themen mögen gewechselt haben, weiß ich nicht, ob Wiederaufrüstung oder Reparation oder andere Themen, also oder Minderheitenrechte, also aus der Sicht der Bibliothek und aus der Sicht von Blass, also so wichtig waren. Selbstverständlich musste man die Sachen haben, aber er hat doch den Blick auf das Ganze gehabt, nach meiner Meinung. Eben das Völkerrecht und das, sozusagen auch das öffentliche Recht und die Rechtsphilosophie sozusagen zusammenzusehen. Ich meine, das war die Idee von Bruhns. Und wir haben bisher gesagt, ja, es geht um die Sammlung, die Wiedergabe des Völkerrechts. Aber die Bibliothek ist ja weiter. Die Bibliothek oder der Begriff des Instituts, der Name des Instituts ist weiter auch. Umfasst eben auch das öffentliche Recht und umfasst auch die Rechtsphilosophie, die allgemeine Staatslehre. Und ich meine, diese Dinge werden zusammengesehen. Und so wie das Institut oder wie nach meiner Meinung jedenfalls Blass die Bibliothek gesehen hat, war es so, dass man von diesen 3 Gebieten keines weglassen durfte. Wenn man eins weggelassen hätte, dann hätte man auch also für die Information über die beiden anderen Gebiete Informationen verloren, die nützlich gewesen wären zur Auslegung. Also diese 3 Themen gehörten für ihn zusammen und deswegen hat er die Bibliothek in dieser Weise aufgebaut. Eben, aber glaube ich, immer im Einverständnis mit Bruhns. Bruhns sozusagen wollte alle Dinge haben. Man muss wissen, Bruhns hatte eine riesige Privatbibliothek. Er braucht in vieler Hinsicht also die Institutsbibliothek gar nicht. Er hat vielleicht aus seinen eigenen Unterlagen gearbeitet. Aber natürlich für Grundlagenmaterialien, also Gesetzsammlungen oder Entscheidungen des Völkerbundes oder Veröffentlichung des Völkerbundes, da war er auf die Bibliothek angewiesen. Haben wir auch Teile von Bruhns Bibliothek, wenn ich es richtig weiß? Ja. Wir haben nach dem Kriege kam die Bruhns Bibliothek und die Bibliothek von Bilfinger nach Heidelberg. Und wir haben die Bibliothek in den Bestand eingearbeitet. Davon hatten wir viele Dubletten. Die Dubletten sind bei Gelegenheit verkauft worden. Also die Dubletten, die die allgemeine Abteilung betrafen. Ich stelle mir das schon als große Herausforderung vor, aus dem Stegreif so eine Bibliothek aufzubauen, ohne Internet, ohne OPAC. Da müssen Sie eigentlich schon ein sehr, sehr großes Fachwissen haben, um zu wissen, in welche Richtung Sie jetzt gehen, was die Klassiker sind, was die Must-Haves sind, was eine Grundarchitektur einer solchen Bibliothek ausmacht. Ja, das glaube ich auch. Man muss nur in die allgemeine Abteilung gehen und schauen, was dort für Bände stehen und sozusagen wie dann die Konzeption dieser allgemeinen Abteilung entworfen ist und dann feststellen, dass also derjenige, der die Konzeption entworfen hat, schon was von den Bänden wissen musste. Und diejenigen, die dann gekauft haben, auch was davon wissen mussten. Und sozusagen die Bände stehen eben da. Die hatten eben das gewusst. Vielleicht fehlen auch Dinge, aber jedenfalls das, was hier steht, zeugt von der Arbeit. Also, wenn wir sagen, der Bibliothek oder derjenigen, die für die Bibliothek gearbeitet haben. Die Allgemeinabteilung ist ja meine eigene Lieblingsabteilung in dieser Bibliothek, wenn man so möchte. Sie haben ja auch einige Sachen aus der Allgemeinabteilung mitgebracht, unter anderem Hegels Werke aus dem Jahr, wann war das? 1830, glaube ich. 31.
Hegel mag ja noch vergleichsweise naheliegen, wenn man sich mit Rechtsphilosophie auseinandersetzt, aber was auch sehr interessant ist, wenn man durch die allgemeine Abteilung geht, man hat dort ja auch Militärwissenschaften, sehr viel Kriegswissenschaften, man hat Soziologie, Philosophie, Psychologie, ganz viel Geschichte, man hat eine ganz große Bandbreite an Werken, die man jetzt auf den ersten Blick nicht in einer Bibliothek für Völkerrecht, für europäisches Recht oder vergleichendes Staatsrecht finden würde, sondern eben einen allgemeinen Wissensspeicher, also einen Kanon, wenn man so möchte, an einerseits Grundwissen für die Bereiche des Rechts oder die Grundlagen des Rechts, andererseits aber auch eben Wissen, was sehr zeitgeistgebunden ist, eben auch wenn man dann Clausewitz liest beispielsweise oder alle Militärtaktiker des 19. Jahrhunderts stehen selbstverständlich auch in dieser allgemeinen Abteilung, drücken doch auch aus, wie nah Krieg und Recht liegen in gewisser Weise und wie viel Grundbildung man vielleicht auch in Berechnung von Flugbahnen von Kanonenkugeln haben muss. Das können Sie dort auch alles nachlesen. Welche Konzeption liegt dieser allgemeinen Abteilung damit dann zugrunde? Naja, also ich würde Clausewitz für höchst aktuell halten. Und das ist natürlich so, wenn man das Kriegsrecht völkerrechtlich, will ich mal sagen, betrachtet, dann sollte man natürlich auch etwas vom Krieg wissen. Überhaupt, was ist ein Krieg, wozu dient der Krieg, unter welchen Bedingungen sind früher Kriege geführt worden, mit welchen Argumentationen. Der Krieg ist ja eine Erscheinungsform, die kennen wir sozusagen aus der Antike, also weit vor der Zeit, in der man also vom Völkerrecht gesprochen hat oder weit vor der Zeit, weiß ich nicht, der christlichen Religion oder so. Also dann gehört es selbstverständlich dazu auch was, also vom Krieg als solchem und dem Verständnis des Krieges in verschiedene Zeiten unter verschiedenen Bedingungen zu wissen. Und es gilt auch diese sozusagen Kenntnis, diese allgemeinen Kenntnisse, historischen Kenntnisse. Also es gab auch eine Abteilung Kolonialwissenschaften, die gehört doch auch dazu. Wenn es Kolonien gibt, dann kann man doch auch die Voraussetzungen, aufgrund deren die Kolonien also rechtlich behandelt werden, rechtlich verwaltet werden, untersuchen und sich darüber informieren. Also das halte ich schon für ganz richtig, dass man, wenn man das Völkerrecht behandelt, sieht, wie die Staaten oder also wie die Herrscher miteinander umgegangen sind. Und wenn man das Verfassungsrecht behandelt, welche Rechte wem zustehen oder wann zugestanden haben und wann man sie ihm wieder genommen hat eventuell. Und das ist vielleicht eine rechtshistorische, aber oft auch nur eine eben soziale oder philosophische Frage. Gerade beim Stichwort Kolonialrecht finden sich ja auch sehr interessante Bücher zur Ethnologie, Botanik oder auch zum Tierleben Afrikas. Also das sind auch Dinge, die man teilweise in dieser Bibliothek nicht erwarten würde, aber die doch, glaube ich, sehr gut auch ein Wissensbedürfnis abbilden. Also Dinge auch andere Länder in anderer Weise ganzheitlich zu verstehen, also zumindest aus dem Zeitgeist heraus. Wenn man sagt, man möchte Afrika kolonisieren, möchte man eben auch wissen, wie die Botanik dort aussieht, welche Bodenschätze zu erwarten sind, welche geologischen Gegebenheiten vorherrschen. Und das sind eben auch Bestandteile dieser allgemeinen Abteilung. Also aus historischer Sicht ist das eigentlich ein sehr interessanter Spiegel auch der Wissenschaftsgeschichte, wenn man so möchte, also der kontextualisierenden auch Völkerrechtswissenschaftsgeschichte. Also welche Anschaffungen, welche Bibliotheken waren auch für Völkerrechtler nötig, um das zu verstehen oder zu begleiten, was sie dort in ihrer Kernwissenschaft gemacht haben. Würden Sie sagen, dass diese Bibliothek ein Spiegel der Völkerrechtswissenschaftsgeschichte sein kann? Das könnte sie schon sein im weiteren Sinne. Ja. Also ich meine, wenn man heute Umweltschutz betreibt, dann kann man sich schon also bewusst machen, wie also dieser Umweltschutz oder diese Tätigkeiten vor, sagen wir mal, 100 Jahren, vor 200 Jahren oder also vor 1000 Jahren eingeschätzt wurden. Also dass es da eventuell auch
jedenfalls Umwelt gab und Umweltfolgen. Selbstverständlich, also Verträge zwischen Herrschern gibt es schon immer. Und das sind ja, den Verträgen liegt ja sozusagen ein tatsächliches Interesse zugrunde. Also man hat einen Krieg geführt oder man will einen Krieg führen und schließt eine Allianz oder man schließt einen Handelsvertrag. Und das macht den Vertrag dann aus. Aber es ist ja vielleicht nützlich, wenn man weiß, was die gehandelt haben oder wohin. Und vielleicht zu welchen Preisen, wann, welche Materialien, welche Güter von Interesse oder preislich von Interesse waren. Und da ist es kein Schaden, wenn solche Dinge auch in der Bibliothek sind und auch auffindbar. Solche Dinge werden normalerweise also gerade nicht von Völkerrechtlern betrachtet, aber sie existieren doch völkerrechtlich. Also ich würde sagen beispielsweise Verträge der Antike sind oder werden heute immer nur von Historikern behandelt, nicht von Juristen. Aber es gibt diese Verträge trotzdem. Es ist die Frage, ob man die überhaupt völkerrechtlich nennen darf. Also in jener Zeit, also 1500 vor Christus, sozusagen haben die Leute den Begriff Völkerrecht nicht benutzt. Aber trotzdem haben sie Verträge geschlossen. Also es ist richtig, wenn die Bibliothek etwas weitergeht und auch die Grundlagen, die Voraussetzungen für völkerrechtliche Handlung, also für rechtliche Handlung, also zugänglich macht. Also man merkt dieser Bibliothek eben an, dass es im vordigitalen Zeitalter gesammelt, also in einer Zeit, wo man nicht alles ergoogeln, kein Wikipedia hatte, sondern wo man auf die Klassiker, eben auch auf Enzyklopädien, die es ja auch gibt, zurückgreifen musste, wo man ein Weltwissen im Regal stehen haben musste. Und dazu zu diesem Weltwissen und zu diesem Kanon gehört eben doch sehr viel mehr als die reine rechtswissenschaftliche Literatur. Und das bildet diese allgemeine Abteilung auf für mich sehr faszinierende Weise ab. Und auch wenn wir gerade von Rechtsgeschichte sprechen, es gibt ja auch die rare Abteilung, die eben rechtshistorische Werke, die teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen und Grundlagen der Völkerrechtsgeschichte darstellen, also beispielsweise beginnend bei Werken zum Dreißigjährigen Krieg, die in diesem Institut auch angeschafft worden sind, teilweise auch zu Zeitpunkten, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, denn sehr interessant ist, wenn man sich diese Bücher anguckt, die Stempel mit den Anschaffungsdaten oder auch mit Stempeln von vorhergehenden Eigentümern von Bibliotheken und so weiter nachzuvollziehen, wann auch Anschaffungsprozesse stattgefunden haben. Und gerade diese völkerrechtshistorischen Schriften scheinen ja vor allem in der Berliner Abteilung in den frühen 50er Jahren gekauft worden zu sein. Kann man daraus ein besonderes historisches Orientierungsinteresse ableiten in dieser Zeit oder wie erklärt sich diese Anschaffungspraxis? Ich wollte vorher noch etwas sagen zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Sie haben gesagt, man findet in Google heute viele Dinge, die man vielleicht vorher nicht gefunden hat. Also die Materialien in dieser Bibliothek sind, also aus der Zeit jedenfalls vor 2000, sind ausgewählt im Prinzip vom Bibliothekar oder von Bibliothekarin. Im Google weiß ich nicht, wer das auswählt. Jedenfalls ist im Google nur das drin, was irgendwelche Leute eingegeben haben. Die Firma Google ist ein Privatunternehmen, das also auch auf sozusagen Gewinn angewiesen ist oder wenigstens auf die Bestreitung der Kosten, die sie selber hat. Also ob das sozusagen eine qualifizierte Auswahl ist, das muss man noch untersuchen, also diese Auswahl bei Google. Obwohl man dort ungeheuer viele Dinge findet, aber eben nicht, will ich mal sagen, systematisch ausgesucht, sondern nur über Begriffe. Wenn Sie einen Begriff eingeben, weiß ich nicht, Deuteronomie oder sonst was, dann kriegen Sie so und so viele Aufsätze oder Bücher über Deuteronomie. Aber ob Sie damit schon also die Sache überblicken, ist die Frage. Wenn jemand dasselbe Thema anders nennt, dann wird es Ihnen nicht gesagt. Ja. Und was die Berliner Sammlung angeht, war es so, dass also dieses Berliner Institut
ja neben dem Heidelberger existiert hat. Und jedenfalls nach einer gewissen Zeit hat doch Heidelberg eher die neueren Materialien gesammelt und Berlin hat sich auf wesentliche Materialien zum neueren Recht beschränkt und dazu aber Bücher zur allgemeinen Abteilung und auch historische Bücher gekauft. Während man hier die Ansicht hatte, dass diese alten Bücher nicht von Interesse sind, eigentlich. Nach dem Kriege hatte man sich also generell entschieden, glaube ich, dass man die alte Bibliothek, wie sie also vor dem Krieg bestanden hat, vor den Kriegsverlusten nicht wieder aufbaut, sondern dass man nur das Wichtige nimmt, also was man jetzt noch braucht und sich vor allem darauf konzentriert, die neueren Materialien zu sammeln. Es hing aber auch damit zusammen, dass die Mittel damals überhaupt beschränkt waren. Also man musste sich entscheiden, ob man alte oder neue Bücher kauft. Es war nicht die Frage, ob man sie zusätzlich kauft, die alten oder nicht. Ich würde an dem Punkt einen Schritt zurückgehen, wenn wir über die Geschichte dieser Bibliothek sprechen. Sie haben ja gerade schon angedeutet, Heidelberg und Berlin. Die Bibliothek war natürlich erst in Berlin auch im Kaiserlichen Schloss untergebracht, im Königlichen Schloss untergebracht, das Kaiserliche Schloss. Oder sowohl als auch. Also ich würde es als königliches Schloss sehen. Da saß zwar der Kaiser drin. Ja. Aber es ist als königliches Schloss erbaut. Preußen, ja. Also, genau. Jedenfalls im Schloss in Berlin. Also, wenn ich Sie unterbrechen darf. Bitte. Ja. Nach der Verfassung von 1871 war das ja ein deutscher Bund. Und er trug den Namen Deutsches Reich, sozusagen. Und der Kaiser war der Vorsitzende, also der Bundesmitglieder, mit dem Namen, mit dem Titel Kaiser, Deutscher Kaiser. Aber blieb preußischer König. Aber also können wir auch beim Königlichen Schloss bleiben. Dann bleiben wir beim Königlichen Schloss. Und im Königlichen Schloss, das dann ja nach 1918 nicht mehr sehr königlich war, sondern eben der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft unter anderem zur Verfügung gestellt worden ist, die dort ihren Verwaltungssitz hatte. In diesem Schloss war auch das Institut untergebracht, ab 1924. Diese Institutsräumlichkeiten sind 1945 zerstört worden. Die Bibliothek wurde ausgelagert, Teile Richtung in Brandenburg und Mecklenburg und Teile sind zerstört worden, oder weite Teile dieser Bibliothek sind zerstört worden. Wie sahen die Verluste aus oder was ist verloren gegangen aus dieser Bibliothek? Ja, also verloren gegangen ist zunächst einmal die Abteilung Völkerrecht, weil die Abteilung Völkerrecht in Berlin geblieben ist. Und bei diesem Angriff im Februar 1945 also verbrannt ist. Von den verlagerten Büchern ist ein Teil also verloren. Welche Teile das sind, also da kenne ich keine Liste oder so. Es sind oft Bände aus Reihen zum Beispiel, wo also von Bänden einer Zeitschrift eben verschiedene Jahrgänge fehlen, die dann beim Verladen vielleicht verloren gegangen sind oder eben die wurden auch umgeräumt oder eben sozusagen also durch militärische Handlungen verloren sind. Es gibt die berühmte oder bekannte Erzählung, dass die Schullehrer in einzelnen Dörfern dort, wo die Bände gelagert waren, die lagerten immer so in Gutshäusern oder sagen wir mal Gutsschlössern oder kleinen Schlössern von Adligen, wo dann die Lehrer die ersten Seiten der Bücher rausgerissen haben, um den Kindern eine Schreibunterlage, eben ein Papier zu geben, was sonst nicht
vorhanden. Sie haben ja auch 3 Bücher in dieser Hinsicht mitgebracht, die quasi als Objekt stellvertretend stehen oder etwas erzählen über die Geschichte dieser Bibliothek, was diesen Büchern als Objekten widerfahren ist. Und da kann man das ja doch sehr gut auch feststellen, dass diese Seiten dann herausgerissen worden sind, dass diese Bücher teilweise Sieht auch... man nicht, weil da ist noch Genau, aber das ist der genau. Rest einer Seite. Hier, das ist, da war die Seite, die weiße Seite, da, Ja. die wurde ausgerissen, dann ist das... Hier ist sie zum Teil noch erhalten. Und man merkt aber auch an dem schmutzigen Einband, dass das Bücher sind, die etwas erlebt haben, die man nicht immer gut behandelt hat, wenn man so möchte. Ja, ja. Die auch stellvertretend Ja, stehen für da ist diese... die erste Seite Ja. auch zum Teil weg. Ja. Und da hat man Hier hat man es wieder rekonstruiert. also diese fehlenden, rausgerissenen, hat man mehr Seiten rausgerissen, als man Hätte man rausreißen wollte. müssen, ja. Zu den weißen Seiten sind noch andere bedruckte gekommen. Und hier hat man also die bedruckten Seiten kopiert und dann wieder in den Band zusammengebunden. Es gibt ja ein sehr bewegendes Zeugnis zu dieser Episode der Geschichte von Anne-Lore Schulz, einer Bibliothekarin, die noch länger am Institut in der Bibliothek tätig war als Sie, nämlich 56 Jahre, die in dieser Zeit 1945 diese Zerstörung auch miterlebt hat und die das dann doch sehr eindrücklich auch geschildert hat, wie diese Bücher ausgelagert worden sind auf 3 verschiedene Gutshöfe in Brandenburg. Die völkerrechtliche Abteilung ist eben noch in Berlin verblieben als Kernbestandteil, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dann sind Teile zerstört worden, eben durch Kriegshandlungen. In Züsedum war es, glaube ich, oder Kleisthöhe auf einem dieser Gutshöfe und unter doch sehr... ja, wie soll man sagen, harschen Bedingungen hat Anne-Lore Schulz mit einer Kollegin es geschafft, die Teile nach 1945, nach dem Kriegsende wieder zurückzuholen und auch für das Institut zu retten. Und vielen dieser Büchern merkt man doch eben diese Geschichte auch an, dass vor allem eben ja, sie auch genutzt worden sind, eben wie Sie sagen, von Lehrern, die Seiten herausgerissen haben, um ihren Schülern überhaupt Papier bieten zu können. Also da kann man froh sein, dass da noch Dinge überhaupt übrig geblieben sind. Ich glaube, viel ist doch verloren gegangen. Ja, da muss man sagen, dass also das Fräulein Schulz und also die anderen da sehr erfolgreich waren und also ohne deren Tätigkeit also viel mehr verloren gegangen wäre. Das war nicht einfach, damals die Bände also von Berlin zu verlagern, aber erst recht nicht die verlagerten Bände dann wieder nach Berlin zu bringen, weil es damals auch also schwerer war, überhaupt LKWs zu finden, Benzin zu finden für die LKWs, eine Erlaubnis durch die sowjetische Besatzungszone zu fahren vom amerikanischen Sektor in Berlin. Also genau, das die haben war dann sehr viel gerettet, Fräulein Schulz und die anderen. Also Fräulein Schulz haben wir viel zu verdanken, wenn man... so ist es, sonst würde sehr viel fehlen. Also dass die allgemeine Abteilung, sagen wir mal, relativ unversehrt zurückgekommen ist, ist zum Beispiel ein großes Glück, würde ich sagen. Die gäbe es so nicht mehr, wenn die verloren gegangen wäre. Wenn man dann weiter guckt auf das, was mit dieser Bibliothek geschah, das Institut ist zerstört worden in Berlin, dann gab es eine Berliner Abteilung lange Zeit bis 1960, die erst im Privathaus von Viktor Bruns, dem Institutsgründer, der schon verstorben war, untergebracht war und dann in die Boltzmannstraße in Dahlem gezogen ist und dort untergebracht war. Und parallel hat der Nachfolger von Viktor Bruns, Karl Bilfinger, in Heidelberg begonnen, das Institut neu aufzubauen. Und dann wurde eben 1954 das damalig neue Institutsgebäude gebaut. Und wenn man sich dieses Gebäude anguckt, gibt es doch einen architektonischen, etwas, was architektonisch heraussticht. Was ist das? Naja, wenn Sie den Bibliothekar fragen, dann wird er sagen, das ist das Magazin. Ja. Also, dass man damals als also groß angesehen hat und den Turm nannte. Andererseits sind wir froh, dass wir
also dieses Magazin dazu mal belegt haben. Und darüber hinaus noch viele andere also Bücher erworben. Es ist natürlich so, dass eigentlich in Heidelberg, wenn ich das richtig sehe, die Bibliothek erst wieder mit dem Bezug des Neubaus also begonnen hat, wirklich zu funktionieren. 1996 meinen Sie denn, ja. Nein, das war dieses 1900, Neubaus, ach so, schon, ja. 54. 54. Vorher hatte man schon also auch eine Bibliothek gehabt, sozusagen an den anderen Stellen. Aber hier hat die Entwicklung eigentlich erst richtig begonnen. Und sagen wir mal, es ist aber so, dass man in Heidelberg begonnen hat, also separat von Berlin. Man hat alles also für sich gemacht, hat nichts von Berlin übernommen. Man hat hier begonnen mit Buch Nummer 1 und sozusagen nach eigenen Vorstellungen. Während die Berliner also bei ihren alten Vorkriegs also Regeln und Ordnungen geblieben sind. So. Das heißt, bis 1960, als die Berliner Abteilung aufgelöst wurde, gab es 2 Bibliotheken des Instituts. Ja, bis 1960. Ich weiß nicht, ab wann beschlossen war, dass also die Berliner Abteilung nach Heidelberg also überführt wird. Und dann sind schon vorher die Bände von Berlin also hierher gekommen bis 1960. Und mussten dann auch eingearbeitet werden. Ja. Wenn man sich dieses Gebäude eben anguckt, das in der Berliner Straße ist, ist ja ein recht bescheidener Zweckbau in der Nachkriegszeit gewesen, der eigentlich sich durch einen, wenn man so will, langen Flur kennzeichnet, erst eingeschossig, dann zweigeschossig, von dem links und rechts Büros abgingen. Und das, was eben auffällt, ist dieser große Bücherturm, der doch etwas größer ist als der andere Teil des Gebäudes und auch massiv hervorsticht. Sie haben vorhin auch schon den Begriff des Magazins genannt. Eine Eigenheit dieser Bibliothek bis heute ist ja, dass es eine Magazinbibliothek ist. Was ist eine Magazinbibliothek und wie erklärt sich die Nutzung dieser Bibliothek auch aus den architektonischen Gegebenheiten des Gebäudes? Zumindest damals und aber auch heute. Ja, nun, man kann die Bibliothek jederzeit begehen und benutzen. Dazu mal führte der Weg aus dem Katalograum, also den wir da vorhin betrachtet haben, direkt ins Magazin. Und sozusagen, wenn der Katalograum der größte Raum des Institutsgebäudes war, dann war doch das Magazin vielleicht der größere, wichtigere Raum des gesamten Traktes. Also dass die Räume der Mitarbeiter und der Direktoren dahinter zurückstanden. Aber ja, das war die sagen wir mal, Vorstellung eben einer Institutsbibliothek, dass die Bände systematisch aufgestellt sind und also zugänglich sind. Zugänglich für die Mitarbeitenden? Für die Mitarbeiter und auch für die Gäste. Die durften auch den Bibliotheksturm betreten? Die mussten auch. Ja. Die Gäste, also in der alten Zeit, also haben auch die Gäste den Turm benutzt. Ja. Und ich habe immer geglaubt, sozusagen die Mitarbeiterinnen der Bibliothek wären also zuvorkommend, höflich, einladend, also zu den Gästen, habe dann noch aber später von einem also italienischen Gast, der längere Zeit hier war, der Professor geworden ist, gehört, dass er eine dieser Damen sozusagen als Cerberus bezeichnet hat, also als Höllenhund, der da den Zugang also streng geregelt hat. Also weil die Zeiten also der Benutzung des Katalogsaales und des Magazins also beschränkt waren. Ja. Was das Institut ja lange nicht hatte, war ein Lesesaal. Ein Lesesaal
Gab es nicht, aber ich meine, oben im Zimmer, in dem die Referentensitzung stattfand, da waren erstmal Zeitungen ausgelegt, und zwar also vielleicht 20 oder so, von allen europäischen Staaten, also Times oder also italienische, französische, spanische. Und dort standen auch einige wichtige Bände und immer einige, also die regelmäßig neu eingehenden Bände in der Bibliothek. Die standen dort also für eine Woche. Also jeden Wochentag wurden neue Bände dorthin, mittwochs wurde eben der Mittwoch ausgetauscht. So. Also, und insofern war da ein Lesesaal, also wo man solche Dinge einsehen konnte, und auch ein Treffpunkt, also in dem Fall der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sich da beim Zeitunglesen oder eben beim Nachgucken, was es Neues gibt, auch so unterhalten haben. Aber es war also ein Multifunktionssaal, wenn man so möchte. Ja. Kein eigentlicher Lesesaal. Genau, kein eigentlicher Lesesaal. Ich glaube, Ja, als es Gäste gab, sozusagen später, gab es einen Lesesaal. Da gab es einen Lesesaal, in dem auch zum Beispiel manchmal Konferenzen stattgefunden haben. Aber was, glaube ich, diese Bibliothek kennzeichnet, ist eben ihr Magazincharakter, dass es eine Bibliothek ist, die so konzipiert ist, dass die Bücher im damaligen Gebäude im Bücherturm jetzt im Untergeschoss stehen und vor allem den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen und im Büro gelesen werden. Also es ist keine Bibliothek, die wie verschiedene Universitätsbibliotheken, in denen man umgeben von Büchern sitzt und mit Büchern in einem Lesesaal arbeitet, sondern eben mit dem Buch in seinem Büro arbeitet. Woher kommt diese Konzeption? Ich glaube, das ist eine normale Institutskonzeption. Und die Mitarbeiter haben sich ja in den Zimmern auch mit ihren Büchern umgeben. Also die brauchten den großen Raum nicht, und da konnten sie die Bücher einteilen, wie sie wollten. Kann das auch zusammenhängen mit der teilweise behördenhaften Struktur dieses Instituts, dass er eben auch aufgeteilt wird in Länderreferate, wohl in Anlehnung an das Auswärtige Amt seinerzeit, dass man auch diese Bibliothek so konzipiert hat wie ein Arbeitsmittel im Prinzip? Das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es so behördenmäßig gedacht hat. Wenn Bruns also sozusagen die amtlichen Veröffentlichungen der einzelnen Staaten verwenden wollte, dann war es vielleicht eine Folge, dass jeder Referent für bestimmte Länder zuständig war und auch für bestimmte Sachgebiete, also völkerrechtliche Sachgebiete. Die wurden ihm dann zugeteilt, auch wenn es ihn also nicht interessierte. Aber man wollte eben jemanden haben, der für bestimmte lateinamerikanische Staaten oder für Griechenland oder Türkei oder so zuständig ist. Und der dann auch eventuell beauftragt wurde, etwas zu suchen, wenn danach eine Frage an den Direktor kam. Oder der Direktor eine Frage hatte über das Polizeirecht in Griechenland. Oder ich glaube, eine Herausforderung für jedes Gebäude ist eine Bibliothek, die ja immer anwächst. Das hat sich ja am alten Gebäude auch lange Zeit als Problem herausgestellt, der mangelnde Platz. Ja, das war ist schon früh zutage getreten. Also in den 60, ich weiß nicht, wann das Max-Planck-Haus gebaut wurde. In den 70ern, glaube ich. Anfang der 70er. Dazu mal hat man schon für die Bibliothek Magazine im Max-Planck-Haus gebaut. Und zwar große Magazine. Und die haben nach einer Weile auch nicht mehr ausgereicht. Also Ende der 80er Jahre hatten wir auch ein zusätzliches Magazin noch in Oftersheim, in einem Industriegebäude. Also wo die Decken so stark waren, dass sie die Bücherlast tragen konnten. Was dann etwas aufwendig war, weil
Jedenfalls, man musste zu den Themen, die dort standen, die neuen Bücher dorthin transportieren. Wenn dort Bücher von dort ausgeliehen wurden, musste man sie holen. So, das war etwas aufwendig. Deswegen der Herr Höfer zum Beispiel, der den Verkehr ins Max-Planck-Haus organisierte. Saßen aber auch später Mitarbeiter des Instituts, nicht der Bibliothek, auch im Max-Planck-Haus. Und welche Bedeutung hatte dann der Umzug in das aktuelle Gebäude für die Bibliothek? Das war doch also ein großer Schritt, dass man die Bände also fast alle zusammen hatte. Ein Teil ist ja im Max-Planck-Haus geblieben. Also als dieser Neubau gebaut wurde, dann hat man ihn zum Schluss in 3 Bauabschnitte eingeteilt. Bauabschnitt 1 und 2 wurden gebaut, aber Bauabschnitt 3 war der Teil des Magazins, der also jetzt an das Magazin anschließt unten, also der dort unter der Wiese ist beispielsweise. Und der wurde damals nicht gebaut, aus finanziellen Gründen. Und dann waren nicht alle Bände der Bibliothek hier im Institut versammelt, aber doch alle und alle ordentlich aufgestellt mit der Möglichkeit für Zuwachs beispielsweise. Und vorher war das immer problematisch, weil wenn dann an einer Stelle der Platz für den Zuwachs nicht mehr ausreichte, musste umgestellt werden. Und weil überhaupt nicht viel Platz da war, war das dann manchmal, also musste dann rangiert werden. Ne? Und seitdem hat das Institut ja auch einen sehr viel größeren Lesesaal, als es den vorher gehabt hat. Also Gäste spielen ja auch in der Konzeption der neuen Bibliothek eine hervorgehobene Rolle, wenn man so will. Ja, Gäste gab es früher viel mehr als heute. Also auch hier noch im Neubau. Da waren die Lesesäle besetzt. Da hatte man Angst, wie man die Gäste unterbringt. Warum das zurückgegangen ist, also weiß ich nicht. Ja, es gibt Gäste des Instituts, sagen wir mal, die hier also mit Hilfe des Instituts herkommen. Aber es gibt auch Gäste, die auf eigene Kosten oder auf eigene Initiative herkommen. Und das sind jetzt nicht mehr so viele. Also die Lesesäle sind nicht mehr so voll wie früher. Könnte ein Aspekt, den haben Sie ja auch damals mitbetreut, die Digitalisierung, die Beginn der Digitalisierung sein? Das ist sicherlich der Fall. Also bei der Digitalisierung also muss man vielleicht unterscheiden, also aus meiner Sicht von früher, die Digitalisierung der Kataloge, also des Katalogwesens, und die Digitalisierung der Bände. Ja. Und viele Bände sind auch katalogisiert, also manches findet man bestimmt auch jetzt über das Internet. Dann braucht man nicht mehr von Palermo nach Heidelberg fahren. Aber diese Bibliothek hatte ja eigentlich schon und hat auch bis heute immer noch eine internationale Anziehungskraft. Das glaube ich schon. Ja. Also, weiß nicht, wird immer sozusagen von Leuten, die länger hier sind jedenfalls, oder die sich etwas auskennen, sagen wir mal, also nicht von Berufsanfängern oder von Doktoranden, also auch als nützlich empfunden. Wenn Sie jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs die Bibliothek einem Außenstehenden in 3 Worten zusammenfassen müssten, was wäre das? Muss ich sagen. Oder in 3 Themen. 3 Themen? Oder 3 Punkten. Naja, also wir bemühen uns, die Veröffentlichung zu den 3 Themen des Instituts, die aber für uns zusammengehören, Völkerrecht, öffentliches Recht, also Verfassungsrecht hauptsächlich und allgemeine Staatslehre, Rechtsphilosophie, zu erwerben aus allen Ländern und in allen Sprachen, soweit wir das können. Und wir sind immer für Hinweise auf neue, fehlende Literatur dankbar. Dann mit diesem Appell schließen wir das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, die Sie mir gegeben haben, um
über die Bibliothek zu berichten.